herzlich willkommen bei Cargo Clips Castello. Ich freue mich, dass Sie da sind, sich für unser Produkt interessieren. Und ich möchte Ihnen heute unser neues Produkt vorstellen, das Castello Loft, das wir hier jetzt noch im eingefahrenen Zustand haben, wie es auf dem Fahrzeug montiert ist. Ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen zu dem Loft und werde es dann nachher nach oben fahren. Warum haben wir das entwickelt, das Loft? Der Grund ist da, wir wollten einen vollwertigen zweiten Raum schaffen. Neben dem Fahrzeug selber nochmal einen Raum, der A, isoliert ist, der feste Wände hat, der sich elektrisch öffnen und schließen lässt, der von innen begehbar ist und in dem man sitzen kann. Ich kann aufrecht in dem Loft sitzen. Das waren die Challenges, die wir uns selber gesetzt haben. Beim Material haben wir nicht gespart. Wir haben eine Aluminium-Sandwichplatte mit PU-Schaum. Das hat die gleiche Dämmwirkung wie 30 cm Ziegelwand oder 4,5 cm Vollholz oder 40 mm Armaflex. Nur 3 Kilo pro Quadratmeter. Das ist eigentlich auch nicht ganz billig, aber es ist praktisch, sag mal, High-End-Technik. Das gleiche gilt auch für die ganzen Profile, die wir hier verarbeitet haben. Das heißt, wir haben eigene Profile ziehen lassen, über 15 Stück, immer damit es optimal ausschließt. Sie sehen, wir haben überall Kanten, dass Wasser ablaufen kann. Es ist absolut wasserfest, das Ganze. Das war uns unheimlich wichtig. In den Scharnieren sind Dichtungen drin, dass es alles abschließt, dass es die Wärme hält und man sich auch geborgen und sicher fühlt in diesem Loft. Wie gesagt, wichtig war, dass man von innen hochgehen kann und dass man eine große Liegefläche hat. Wir haben jetzt hier eine Liegefläche von 1,95 mal 1,45. Jetzt gibt es das in einer langen Version, also dann ist das ganze Ding 2,60 lang. Dann gehe ich hoch und habe dann die Liegefläche. Oder eine kurze Version, wo ich in der Liegefläche nach oben steige, falls es ein kürzeres Fahrzeug ist. Also die Länge ist anpassbar. Also wir haben zwei Standardlängen. Gut, dann was ich noch sagen wollte ist, wir haben oben, ist es elektrifiziert, also wir haben Licht, wir haben Steckdosen oben, wir haben einen Neigungssensor verbaut. Das heißt, sollte das Fahrzeug mehr als 5% nicht in der Waage stehen, kommt Alarmsignal, lässt sich das Loft gar nicht öffnen, als Sicherheitsfaktor. Wir haben Solar oben drauf, 300 Watt Solar, also ist auch alles kein Problem. Und auf Wunsch legen wir eine Wärmeluftleitung nach oben über die Standheizung, dass es zusätzlich noch beheizt werden kann. Das Loft ist abnehmbar. Es ist aufgesetzt auf den Dachschienen für Dachlastträger. Also nicht auf dem Dachträger, sondern auf den Schienen, wo ein Dachträger auch aufgesetzt wird. Das heißt, ich kann das jederzeit runternehmen, aber auch bei jedem Fahrzeug nachrüsten. Also ein Fahrzeug, das es noch nicht hat, ist es kein Problem, es nachzurüsten. Damit es von innen begehbar ist, verbauen wir eine Yachtschiebeluke aus dem Yachtbau. Dadurch ist, wenn ich das Dach wegnehme, das Fahrzeug immer noch ein vollständiges Fahrzeug. Dadurch ist es vom TÜV her eine reine Lastenträger, wie eine Art Skikoffer. Also ich brauche keine zusätzliche TÜV-Abnahme dafür. Ist auch mit dem TÜV so alles besprochen. So, dann fahren wir das Ding jetzt mal hoch. Dann mache ich das mal. Fährst du hoch. Das Ganze dauert 90 Sekunden. Wir haben Schubketten verbaut. Also es ist keine Hydraulik oder so. Das sind Schubketten, die durch einen Elektromotor anbetrieben werden und die Schubketten drücken die Zylinder nach oben, werden umgelenkt und drücken die nach oben. Da haben wir 2 Jahre entwickelt und haben es auch dementsprechend patentiert. Es ist alles, wie gesagt, aus hochwertigem Material. Die Haube lassen wir anfertigen bei Käsbohrer Composite, die auch für die Pistenbullis die Teile machen. Das ist ein Verbundstoff aus Hartwachs, Carbon und Isolat, das Ganze. Also Sie müssen sich das vorstellen, ähnlich einer Einkaufskiste. Dass Sie praktisch, Einkaufskiste geht nach oben, die Seitenwände klappen automatisch
nach außen und die Frontteile muss ich dann selber nach unten klappen. Wir haben in der Front und hinten haben wir ein Fenster drin, serienmäßig, mit Mückenschutz und Verdunkelung. Und auf Wunsch integrieren wir in die Seitenwände auch Fenster und Lüftungsgitter. Das ist alles Kundenwunsch. Die Farbe von der Haube wird nach Kundenwunsch lackiert. Die Innenwände wurden foliert, auch nach Wunsch, auch individualisiert. Also wenn man jetzt das Bild von seiner Frau oder von der Freundin, kein Problem, können wir auch machen. Hier haben wir jetzt ein Bergmotiv, wir sind ja kommen aus Salzburg, bietet sich eigentlich das Bergmotiv innen an. So, jetzt sind wir schon hoch, jetzt ist es ausgefahren. Wir haben im eingefahrenen Zustand haben wir 35 cm, im ausgefahren, wie gesagt, die 1,10 Meter, dass man innen auch sitzen kann. Auch immer kombinierbar mit der Markise, die auch an der Dachlastschiene befestigt ist. So, also Sie können auch gern dann von innen reinschauen und sich das Loft im Detail anschauen. Wir haben einen Sicherungsbolzen drin, dass wenn Kinder, also den zieht man ab und dann kann man draufdrücken, was man will, passiert nichts. Dass nicht aus Versehen Kinder da dran rumspielen und das irgendwie was passieren kann. Also sind gern eingeladen, da reinzuschauen, sich das von innen anzuschauen. Der Preis, naja, also das Loft selber kostet 20.000. Das Loch wieder noch was. Das Loft, nicht das Loch, das Loft kostet 20.000. Okay. Und das ganze Fahrzeug? Das Fahrzeug, das hier steht, da muss man auch dazu sagen, das hat jetzt alles, was es gibt, kostet 200.000, also 199.000. Aber also bei uns gehen die Fahrzeuge, es geht los bei 75.000. Die Autos, die wir so verkaufen, liegen zwischen 100 und 120.000. Das ist so die Range. Aber das Ganze, wir haben ja ein modulares System, das Cargolip-System. Ich baue mir meinen eigenen Grundriss und kann auch selber ein bisschen entscheiden, wie teuer dann nachher das Auto ist. Alles ganz individualisiert. Nee, was sind noch irgendwelche Fragen? Oder? Gewicht sind 200 Kilo. 200 Kilo. 200 Kilo. Also das Fahrzeug selber ist jetzt hier auch ein 4,2 Tonner. Weil die Kombination Allrad, 4 Personen, Loft ist zu schwer. Also es hat jetzt 3,3 Tonnen, wie es da steht, und wird dann typisiert als 4,2 Tonner. Aber würde ich jetzt zum Beispiel das 4x4 weglassen, dann wären wir praktisch bei 3 Tonnen, wäre es nur als 3,5 Tonner zu typisieren. Also es hängt immer davon ab, was alles drin ist. Aber unser Hauptgeschäft ist ja das Cargolip-System, wo ich praktisch mir individuell den Raum einrichten kann. Das sind auch hier alles nur Grundrissvorschläge, weil jeder Kunde bei uns das individuell gestaltet. Wir haben letztes Jahr 100 Autos gebaut und es waren im Grunde 100 verschiedene Autos, weil jeder seine persönliche Note mit rein. Und wir haben halt keine Chemie, kein Plastik, kein Sprühkleber. Das Produkt Holz steht im Vordergrund. Und das kommt bei den Leuten sehr gut an, weil sie einfach ihre eigene Marke da. Dürfte wahrscheinlich auch haltbar sein. Absolut, absolut. Wir haben jetzt auch noch nie wir machen das jetzt seit 6 Jahren und auf den reinen Modulbau hatten wir noch keine Reklamation. Also klar, kriegt man eine Pumpe kaputt oder irgendwas oder Fenster aber der reine Modulbau, nicht eine Reklamation in 6 Jahren. Ja, weil wir halt da sehr gut und qualitativ hoch. Und es ist ja jeder eingeladen, mal nach Salzburg zu kommen und unsere Produktion anzuschauen. Weil ich sage auch zu den ganzen Kunden, kommt nach Salzburg, schaut euch das an. Wir haben nichts zu verbergen. Sie können sich sehen, wie wir arbeiten, wie die Leute kennenlernen, die hinter dem Produkt stehen. Also jederzeit. Ja. Danke. Schon überzeugend. Dankeschön. Dankeschön. Okay, also vielen Dank für das Interesse.